Ich wollte euch ja schon letzte Woche auf dem Laufenden halten, was jetzt so mit dem Wasser passiert ist, was meine Situation ist. Ähm, Am 1. August war das, glaube ich, dass kein Wasser mehr da war. Heute ist der 12. Und es ist tatsächlich immer noch sehr, sehr wenig Wasser da. Also ich habe ein richtiges Wasserproblem. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit, was so in den letzten 11 Tagen, 12 Tagen passiert ist. Ähm, Zuerst gab es die Idee von meinem Vater, die ich richtig gut befand, eigentlich parallel zu der Ebene, wo bei mir das Wasser aus dem Hang rauskommt, weiter zu suchen, weil da muss ja eine wasserführende Schicht sein irgendwo. Das habe ich dann gemacht. Das war ein sehr abenteuerlicher Ausflug. Die Videos seht ihr im Anschluss. Dann habe ich auf dem Gelände allgemein weitergesucht bei mir, aber leider nichts gefunden. Das heißt, im Moment ist es immer noch so, dass ich zu einem Freund fahre, dort Wasser abfülle, was ich so für den täglichen Hausgebrauch nutzen muss. Und es geht schon. Also das war ja im März auch nicht anders, als ich im Haus noch gar kein Wasser hatte, sondern nur draußen die Leitung hatte. Und man kommt klar damit. Und vorgestern habe ich mit den Nachbarn gesprochen. Also ich war jetzt bei allen Nachbarn inzwischen. Ähm, Vorne in der Kurve unten läuft tatsächlich noch Wasser. Das heißt, der Nachbar unterhalb von mir, der hat Wasser. Da ist so ein ganz tiefer Taleinschnitt. Das seht ihr nachher auch in den weiteren Videos mit meiner Kraxelei. Da gibt es tatsächlich noch Wasser. Die Nachbarn hinter mir haben auch noch ein bisschen Wasser. Und aber zum Beispiel das Gebäude oberhalb von mir, der ist eigentlich nie da. Aber der hat kein Wasser mehr in seinem Brunnen drin. Also ich bin nicht die Einzige und alle haben mir nochmal bestätigt, dass das erste Mal ist, dass meine Quelle quasi nur noch so wenig Wasser schüttet. Also sie können sich alle nicht erinnern, dass das jemals vorgekommen wäre. Und der Nachbar oberhalb von mir ist 74 oder 75 und lebt sein ganzes Leben schon hier. Also der weiß, von was er redet. Ja, jetzt findet gerade die Sonnenfinsternis hier statt. Wir haben in Rumänien leider nur eine 20% Abdeckung. Ich habe überlegt, ob ich auf den Berg einen höheren Standort fahren soll und gucken soll, dass ich eine schöne Aussicht habe. Da war eine Fliege auf der Linse. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden bei 20% und ich habe keine Sonnenbrille, also keine Spezialbrille hier. Deswegen bleibe ich hier auf dem Grundstück und mache für euch das Video. Womit habe ich mich noch beschäftigt in der letzten Woche? Ich bereite Anfang Oktober eine Apuseni Experience Week vor. Was bedeutet das? In dieser Woche werde ich persönlich begleiten, wer daran Interesse hat, eine ganze Woche hier in den Apuseni-Bergen zu verbringen. Wir werden alles entdecken. Geheimplätze, die ihr so als normale Besucher gar nie findet. Wir werden gemeinsam tolle Erlebnisse haben. Wir werden Menschen besuchen, die regionale Produkte anbieten. Wir werden gutes, leckeres rumänisches Essen verköstigen jeden Tag. Wir besuchen Museen, die wirklich außergewöhnlich sind. Man muss ja auch ein Programm für Regentage haben. Genau. Und das ist eine kompakte Planung für 5 Tage. Und daran arbeite ich jetzt. Man kann Rumänien ja relativ leicht erreichen. Das Apuseni-Gebirge sowieso. Die Flughäfen Cluj, Oradea, Timișoara sind alle in gut erreichbarer Entfernung und man kann sich dann ein Mietauto nehmen oder man kann mit dem eigenen Auto anreisen. Es sind Autotouren, die wir machen. Also wir brauchen ein Auto. Man braucht ein Auto, wenn man mitmachen möchte. Genau, und das bin ich am Vorbereiten und da habe ich jetzt schon ziemlich viel organisiert, würde ich sagen. Also seid gespannt. In einem nächsten Video, vielleicht am Sonntag, wenn ich es schaffe, werde ich euch mehr Informationen drüber geben. Aber jetzt nehme ich euch nochmal mit auf die Wasserabenteuer, die ich hier so erlebe. Habt viel Spaß. Wasserquelle laufen. Geht das, ohne dass ihr mir in die Hosen beißt, mich von hinten anspringt oder sonst irgendwas macht? Hier, danke.
Der ist ein bisschen gruselig hier. Guck mal, wie steil es da runter geht. Das kann man mit der Kamera gar nicht erfassen. Da bin ich hergekommen. Aber da geht ein Weg, der ist wohl von Tieren gemacht. Von hier bin ich gekommen. Hier kommt ein Ablauf runter. Und hier geht es auch nochmal nach oben. Es ist alles trocken, 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 trocken. Nichts zu finden hier. Und Abfall. Den findest du natürlich trotzdem überall. Es ist echt der Hammer. Nummer 5. Komm. Hier, komm. Ja, so ist fein. Jetzt komm her. Hier kannst du drüber bei mir. Über den Rücken. Komm. Also, der Opa hatte die glorreiche Idee, ich könnte ja in der Kurve unten nach Wasser suchen, weil da kommt ja noch was. Und ich könnte quer von meiner Quelle weg rüberlaufen und gucken. Ja, jetzt bin ich im ersten Einschnittstal hier und ich hasse ja sowas. Guck dir mal den Weg an, da bin ich runtergeklettert. Jedenfalls gibt es hier kein Wasser. Es ist zwar feucht unten drunter, noch ein bisschen gräbt, aber ich muss hier hoch weiter. Oder da. Oder keine Ahnung. Falls ich mich in einer Stunde nicht wieder melde, dann informier bitte den Notruf. Okay, dann bin ich garantiert irgendwo abgestürzt und zack, einfach, ich liege in der Kurve oben. Irgendwo da, wo das Wasser runterkommt. Oh Gott, wenn ich das alles wieder zurück muss, da runter. Jesus, ich muss verrückt sein. Was mache ich hier? Da geht so steil runter. Ah. Ich bin wahnsinnig. Junge, die mit dem scheiß Stahldrahtzaun, da wäre ich jetzt gerade voll reingelaufen, weil ich den gar nicht gesehen habe. Überall Stacheldraht hier. So sah mein Abenteuernachmittag dann aus. Habe ich Wasser gefunden? Ja, ich habe Wasser gefunden, aber erst nachdem ich 2 Schluchten durchkraxelt hatte, also 2 so Einschnitte, wo Wasser runterläuft. Bei meinem Nachbarn auf dem Grundstück gibt's Wasser. Aber das würde bedeuten, 200, 250 Meter Schlauch zu verlegen. Also völlig illusorisch, vor allem der Winter kommt und das bringt mir ja dann auch nichts. Naja, aber es war ein nettes Abenteuer in Begleitung von Nala und Nummer 5. Und wir hatten, glaube ich, unseren Spaß miteinander. Ich bin jetzt direkt neben meinem Wasserbecken und der Quelle. Und hier hatte ich ja im Frühjahr schon, oder also im April, Mai, kam ja hier Wasser raus. Und das Interessante ist, das sind hier 2 völlig verschiedene Gesteinsschichten. Also zum einen den hellen Stein hier, den habe ich da oben rausgeholt. Und darunter kommt jetzt sowas, das ist ganz dunkel, da ist auch Glitzer drauf, könnt ihr das erkennen? Also da ist irgendwie Glitzer mit drin und das sieht aus wie Vulkangestein. Das ist ganz dunkel, das sind ganz dunkle Steine. Vielleicht ist da ja irgendwie diese Wasserschicht drin und kommt hier irgendwo raus. Ich buddel jetzt halt mal weiter. Ja, Nummer 5. Hilf mir. Ja, such das Wasser. Mehr graben. Ja, grab. Nein, nicht zum Hinliegen. Ich weiß, dass es da kühl ist. Aber du sollst Wasser suchen. Such das Wasser. Ja, weiter. Schnell. Da muss Wasser sein. Wenn ihr alle 4, 5, 6 graben würdet, dann hätte ich garantiert schnell Wasser gefunden. Das ist richtig feucht. Ich weiß, du willst da was hinlegen, weil es kühl ist, gell? Also dieses Gestein ist hier ja so geschichtet. Man sieht, ich habe jetzt eine Schicht nach der anderen hier rausgeholt. Hier den großen Stein jetzt hier und da ist jetzt ein Loch.
Und es wäre doch möglich, dass irgendwo zwischen so einer Gesteinsschicht jetzt einfach eine Quelle auftut, die da munter vor sich hin sprudelt. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Guck, vielleicht finde ich noch einen Schatz. Oh mein Gott. Nächste. Oder Gold. Eine Goldader. Wie sagt man auf der Alp so schön? Die Bauern sind steinreich. Ich bin auch steinreich. Ich habe zwar kein Geld, aber Steine ohne Ende. Der ganze, der ganze Hügel ist ja so. Alles hier bis da oben hin ist ja Stein, Stein, Stein unter einer dünnen Humusschicht. Jetzt probiere ich es hier nochmal. Jetzt hatten wir ja in der letzten Woche 3 oder 4 Tage mit Gewittern. Die Gewitter kommen auch an, aber wie ihr auf dem Satellitenbild seht, spaltet sich das Wetter immer auf irgendwo bei Campeni und zieht dann einmal Richtung Lubscha weiter und einmal Richtung Sohodol weiter. Ich bin in der Mitte in dem kleinen Kreis, der immer weiß bleibt. Ich hatte ein bisschen Regen, aber nicht viel. Und auf dem anderen Foto seht ihr, wie es schön über Sohodol abregnet, nur eben bei mir nicht. Ich kriege dafür dann halt schöne farbige Wolken. Das waren jetzt also meine Wassererlebnisse aus den letzten Tagen. Ähm, Nicht schön, aber man muss mit dem klarkommen, was man hat. Offensichtlich ist es ja nicht nur in Rumänien so, sondern europaweit, dass es überall Probleme mit dem Wasser gibt. Man muss improvisieren können und zurechtkommen mit dem, was einem zur Verfügung steht. Das ist die Herausforderung, die wir wohl alle tragen dürfen in Zukunft und speziell in diesem Sommer. Morgen bin ich dann unterwegs, neue Plätze zu suchen. Das heißt nicht neue, ich fahre nochmal ab, was ich schon kenne und bereite vor für die Apuseen Spirit Experience Week. Vom 4. Oktober bis zum 9. Oktober habt ihr die Möglichkeit, mit mir unterwegs zu sein, wenn ihr das möchtet. Mehr Informationen dazu gibt es in den nächsten Tagen. Und ich werde jetzt rausgehen und noch ein bisschen die Perseiden schauen und hoffe, dass ganz viele Sternschnuppen kommen und ich mir für mich und für euch schöne Sachen wünschen darf. Habt einen schönen Abend und macht's gut.